Also hat es überall Schneider. Richtig voll heute. Das ist voll, ja. Und das ist noch interessant, das ist eigentlich jeder Shop, den man hier sieht, ich habe am Anfang gemeint, das sind einfach fertige Produkte, aber das ist alles handgemacht. Und dementsprechend kann man eigentlich in jeden Shop hineinlaufen und sagen, ich hätte gerne jetzt das Shirt oder was auch immer und kann sich das machen. Es hat hunderte Schneider da, das ist schon mal gut. Und jetzt eben sind wir noch in einem Schuhladen gewesen, wo ich eigentlich etwas Spezifisches gesucht habe. Das haben sie aber nicht gehabt. Und da hat sie auch gesagt, ja kein Problem, dann kann sie das machen. Dann macht sie das auf den nächsten Tag und jetzt sind wir probieren. Und ja, das ist echt cool. Also, man kann sich da alles anfertigen. Haben wir auch gemacht. Wir haben uns ein paar Kleider und Schuhe machen. Ja, genau. Man sieht, wir haben fette Säcke voll mit neuen Kleidern. Ja, jetzt heute ist gerade, da ist immer eigentlich generell mehr los. Aber heute ist wieder speziell viel los, weil es ist ein Viertag. Genau, am 1. Mai ist irgendwie Tag der Arbeit und Befreiung oder irgendwie so. Ja, genau. Und da haben sie jetzt auch gerade gesagt im Shop, da hat immer deutlich mehr Leute. Und was noch interessant ist, ist, dass sie normalerweise anscheinend sehr viele weiße Touristen haben, was momentan überhaupt nicht der Fall ist. Wie man heute sieht. Und für uns ist es richtig schwierig, noch das auch zu unterscheiden, wer kommt woher. Und ja, anscheinend ist es jetzt ein bisschen so, wenn besonders ein Viertag ist oder irgendeine Spezialität, dann hat es auch sehr viele asiatische Touristen. Ja. Für uns auf jeden Fall interessant, ich kann es eigentlich noch gerne so. Ja, es ist zwar voll, aber mega gemütlich, friedlich trotzdem irgendwie. Man muss einfach im Strom mitlaufen. Genau. Ja, das sagen sie immer, es ist alles im Fluss und die meiste Zeit funktioniert das auch. Und da hat es natürlich auch herzige Gäste, eigentlich in alle Richtungen. Das ist jetzt gerade eigentlich die Altstadt. Das ist auch schön mit den Laternen. Und alles schön beleuchtet. Und aber das ist jetzt der Altstadtteil und da ist ja eigentlich alles voll mit Läden und Restaurant, Massage, was auch immer. Langfristig natürlich deutlich zu touristisch für uns. Also man wird auch viel zu viel angehauen in dem Sinne, was man etwas will. Aber es ist, wir sind jetzt eine Woche da gewesen. Morgen gehen wir wieder zurück auf den Kanal. Und es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, also das muss man auf jeden Fall mal sehen, wenn man da ist. Ja, das lohnt sich. Und das ist, man sieht es glaube ich schon. Da kommen wir am Fluss runter. Das läuft eigentlich durch das ganze Örtchen durch. Und da sind natürlich jenste Bötchen, kann man das Boottürchen machen. Und das wird man definitiv auch am meisten angehauen. Wie man hier sieht. Und alle so herzige Laternchen. Und sie will natürlich schon das Letzte. Aber ich will nicht, wegen dem gehen wir weiter. Ja, so viel angehauen wurde sind wir irgendwie noch nie. Genau, nein, es ist ganz ungewohnt noch daran, dass wir so viel angehauen werden. Aber ja, es ist etwas im ersten Moment ein bisschen anstrengend gewesen, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Und dann sieht man ein Bötchen nach dem anderen. Und dann verkaufen jetzt auch noch Laternchen dazu. Die leitet man dann, zündet man an, schwimmt und bleibt dann ins Wasser. Und das, sagen sie, bringt einem Glück. Da vorne kommen sie gerade.
weiß halt nicht, wie gut dass man es sieht bei diesem Licht, es ist relativ dunkel. Aber ja. Ja, das sind Kerzen, die man kaufen kann. Und wenn man auf dem Boot ist, dann kann man die eben rein tun. Jetzt sind sie gerade am Verteilen dort auf dem Boot. Da haben wir eigentlich noch eine neue Kamera gekauft. Wir waren jetzt ein bisschen videofull. Die letzte Zeit sehr videofull. Das ist einfach ein bisschen selber genossen. Ja genau, wir haben es einfach selber genossen und es war einfach sehr viel Neues und sehr viel Interessantes und irgendwie haben wir es auch einfach genossen, weil also Vietnam ist echt super besetzt. Das ist, ich bin die ganze Zeit irgendetwas am Suchen, also jetzt nicht negativ oder so, aber ich bin immer irgendetwas am Suchen, das vielleicht nicht passt oder was auch immer, wenn wir jetzt da vielleicht ein bisschen länger bleiben wollen. Aber ich muss sagen, ich habe noch nichts gefunden. Bis jetzt ist es echt super, also wir sind beide voll begeistert von Vietnam. Das Essen ist der Hammer, die Leute sind wirklich super freundlich. Ja, das Essen ist super fein, also das ist echt etwas. Die zwei wichtigsten Punkte für mich generell sind auch immer das Essen und die Leute. Und das Essen ist super und die Leute sind mega freundlich besetzt, alle. Aber irgendwie auf eine ehrlichere Art, einfach es ist anders als das, was man bis jetzt erlebt hat. Sie können sehr gerne reden. Es ist, obwohl es wirklich voll ist. Ich weiß nicht, vielleicht empfinde ich das noch so, vielleicht wenn ich das Video sehe, meine ich, empfinde ich das anders, aber es ist gleich eine sehr freundliche Stimmung. Und auch gemütlich, wenn man da in einem Beizchen hockt und das Treiben ein bisschen verfolgt. Genau, wenn man ein bisschen daraus raus ist und kann zuschauen, Ja. ist es super ruhig, der gerade nicht. Sehr interessant. Sieht schon schön aus. Wieder ab in die Masse. Something green, sir? Wie es aussieht, ist das wieder ein Ort, wo man das Viertel muss nehmen? Es sind viele schöne Sachen gemacht dort. Natürlich überall Foodstands. Live-Musik. Das ist echt gut. Ah, you know. Oh my God! You're still here? Yeah. Yes! We're still here, yeah. You're leaving? No. I want to send a message for you, but I think maybe she leave. Ah, no, we're still here. Ah, you're still here? Yeah. Do you have a take the boat? Sorry? Do you want to take the boat ride? You don't have time? Now? You mean now? It's okay. Okay. Wir können einfach das Zeug schon heimtun. Okay. Around 10 minutes or 15 minutes. Oh, yeah. Okay. Also sie hat uns angesprochen schon mal, also wie 1000 andere natürlich, wegen einem Boat-Trip. Irgendwie geht das 20 Minuten, eben, was wir gesehen haben, fast ein bisschen im Flüsschen hin und her. Und dann haben wir gedacht, sie war echt sympathisch, sie hat auch ein bisschen darüber erzählt und dran und haben wir gesagt, wenn wir eins machen, was wir eigentlich geplant haben. Aber auch bei mir und Plan ist immer so eine Sache. Dann haben wir gesagt, machen wir es eigentlich Bier. Und ja, wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht. Von dem her passt es gerade, können wir schnell zurück tun und dann
können wir das vielleicht auch noch machen. Dann haben wir das auch mal erlebt. Genau. So, jetzt sind wir auf einem Boot gelandet. Nach der, der uns angehauen hat. Das haben wir schon länger gedacht, das ist noch herzig da. Dann haben wir gewusst, wenn wir es machen, dann machen wir es mit ihr. Jetzt kürfeln wir hier oben. Wahrscheinlich, was haben wir gesagt, etwa 4 Stunden. Haben wir noch Westen müssen anlegen. Ja, genau. Die packt sind. Und ja, jetzt fahren wir hier oben. Jetzt haben wir irgendwie die Laternchen dann los. Ah, ja, genau. Das Kerzchen jetzt nicht, das heisst, wir müssen sie relativ klein lassen. Ja, aber das reicht schon im Moment. So lange sind wir ja nicht unterwegs. Ja. Es ist wie eine Gondel in Venedig, wird von Hand gerudert. Genau. Die haben da eine klare Trennung bis Jetzt haben wir da, jetzt gehen wir in die Richtung. Zu der Brücke, so wie es aussieht, vielleicht sogar unter der Brücke durch. Das ist herzig gemacht. Wir sind ganz viel unterwegs und man merkt das Boot, man sieht es nicht auf der Kamera. Das Boot ist ganz klar auf meine Seite gekippt. Von dem her. Stunden, dass so viele Boote aneinander sind. Da zeigt eigentlich aber das Tabstau. Das Spitzchen. Also wir haben gerade Nachbarn davon da. Ah, ja. Haben wir wieder Nachbarn bekommen. Also die sind nicht auf dem gleichen Boot wie wir. Hallo. Hallo. Das haben wir relativ viel, dass die Leute auch einfach gerne Hallo sagen, wenn sie mal Leute sehen. Das ist eigentlich so spannend. Jetzt sind wir rüber. Ja, ist gut. Ich weiss nicht, ob die die Größe von einem Weissen eingerechnet haben. Nein, ich staune an, ich fühle mich da gar nicht so viel grösser. Sind schon, im Schnitt sind sie sicher kleiner, aber nicht jetzt so, dass ich würde sagen, das ist gut. Ja, das ist einfach viel grösser oder so. Hallo! Hallo! Switzerland. Why? Number Hi Jan. Du merkst auch, wie jemand will kommunizieren. So, ich glaube, wir müssen unsere Dinge abladen. So, bye bye. Ah, okay. Du musst, genau, also. Genau, beim Wetter. Und jetzt wünschen wir uns ganz viel Glück. Oh, das wird eng da alle. Und der geht unser Wunsch in Erfüllung. Genau. Kann man uns etwas wünschen. Und jetzt fahren wir dahinter und dahinter gibt es irgendwo eine Grenze und dort sind dann andere Bötchen mit Motor und dann macht man eine andere Tour. Aber ich finde das sicher gemütlicher, wenn du ohne Motor unterwegs bist. Aber wir machen dieses dann vielleicht auch mal. Weil wir kommen sicher wieder auf Heuan. Von dem her glauben wir genießen jetzt das noch in Ruhe. Genau. Und dann Sieht man sich ein anderes das nächste Mal ein anderes Mal. Genau.